Na, die Hochzeit ist ja geglückt, ne? Also so sieht es gerade aktuell aus. Also ich finde es schon ganz geil. Es ist echt eigentlich cool gelungen. Klar, ist erstmal ein bisschen ungewohnt, wenn es so vorne, sag ich mal, vorne drüber hängt. Hinten habe ich jetzt einen kleinen, meinen alten Dachträger drauf gemacht, weil ich gleich einmal draufklettern muss. Aber ich finde das schon echt ganz cool geworden. Sieht auf jeden Fall natürlich mächtig aus vorne. Verändert komplett das Gesicht des Buchankis, aber ich finde es gut. Heute will ich unbedingt mal die Stoßdämpfer jetzt dran machen, weil ich kann quasi das Dach noch nicht öffnen ohne Stoßdämpfer, weil es einfach viel zu schwer ist. So, habe natürlich aber das geilste Wetter ausgesucht. Es pisst jetzt, es sind glaube ich 1 Grad draußen. Die Straßen waren heute Morgen so glatt, spiegelglatt, da habe ich mich fast hingelegt. Ja, aber wir müssen trotzdem aufs Dach. So, jetzt habe ich auf jeden Fall mal alten Träger draufgeschraubt, damit ich überhaupt drauf stehen kann, weil ich muss jetzt hinten ja das Ganze einmal anheben können, ja, wegdrücken und irgendwas erstmal dazwischen stellen, damit ich überhaupt die Stoßdämpfer da dran machen kann, weil das ist halt das die Stoßdämpfer, die Dämpfer einmal dran machen muss halt, weil die kriege ich ja nicht zusammengedrückt, die sind so fest halt, die Dinger. Deswegen muss ich zuerst einmal das Dach irgendwie aufstellen, einen bestimmten Winkel finden, den ich haben will, und dann die Dinger dran schrauben. Ich hoffe, dass gleich ein bisschen aufklart. Das wäre schön, wenigstens 2 Minuten Sonne dazu. Aber ich vermute, das wird nichts. Blöderweise, das ganze Wochenende kann ich nicht, nächste Woche auch nicht wirklich. Halt, dementsprechend will ich es heute. Ich will es einmal wissen, wie der Winkel ist. Und wir haben ja noch das Dach von unten, also das zweite Dach, was ich original schon quasi drin habe, die Erhöhung. Das weiße Dach, das ist ja auch noch da drauf. Das heißt, ich habe gerade aktuell Doppeldächer. Der eine liegt auf dem anderen und damit ich den überhaupt abschrauben kann, muss ich den aufrichten. Ja, wir gucken mal gleich, wie weit wir kommen, was wir heute schaffen. Ich habe Bock, das Wetter hat keinen Bock. Naja, schauen wir mal, so ist es im Winter. Okay, das ist stabil. Wo ich drauf kletter, das ist schon mal wichtig. Ich habe erstmal auf die neuen Füße draufgesetzt, um richtig dran zu schrauben, aber das passt wohl. So. Okay. Ich hoffe, ich kann es überhaupt anheben alleine. Ihr habt ja gesehen beim Aufbau, das war ja schon echt sehr krass. Da mussten wir ja schon zu dritt dran. Gut, das war mit drüber heben, aber ich weiß es nicht. So, einmal die Verriegelung auch hier lösen. Dann gucke ich mal, was ich kann. Okay. So. Ich habe mir erstmal so einen Bock mitgenommen, den ich einfach verkehrt herum draufstelle. Okay, das ist mir schon mal gelungen, das ist gut. So, wie findet ihr den Winkel jetzt schon? Viel zu niedrig. Definitiv zu niedrig. Na, jetzt gucken wir mal, ob wir mit diesen Füßen hier klarkommen. Ich habe mir so Stützbeine, die normalerweise für Sonnensegel benutzt werden, mitgenommen. In der Hoffnung, dass ich damit mal ein bisschen was aufstellen kann. So, jetzt darf das Ding mir auf gar keinen Fall runterfallen. Ich glaube, das mache ich so als Sicherung, wenn es doch runterknallt, dann knallt es erstmal aufs Holz und nicht direkt auf das weiße Dach. Ich habe Angst,
dass da vielleicht irgendwas dann kaputt geht. So, was sagt ihr denn zu dem Winkel? Sieht eigentlich schon ganz cool aus, aber ich glaube, es muss noch ein bisschen höher kommen. Das ist mir ein bisschen zu wenig, weil ich vorne mich draufsetzen will, quasi auf das Bett, möchte ich, dass ich da mit dem Kopf nicht direkt oben dran liege. Das wäre nicht cool. Also noch ein Stück höher. So, ich glaube, ich habe die Höhe gefunden, die ich will. So soll es bleiben am Ende. Also, der erste Stoßdämpfer dran, weil ich habe so ein bisschen echt Angst, wenn das abrutscht und runterknallt. Puh. So, je weiter vorne wurde mir gesagt, ist doch stärker wirken die. So, erstmal dran. Und mit diesen Notsteinen, die man von außen einsetzen kann, ist das so viel geiler. So, jetzt habe ich schon ein bisschen weniger Angst beim Abstürzen. Hey Leute, Premiere, es steht, das Dach steht von alleine. Geil. Schaut mal von oben. Geil. Ist dran. So, jetzt ist die Premiere, das einmal zuzumachen. Also, die Stoßdämpfer sind, was habe ich da? 550 Newtonmeter, glaube ich, steht dran. Oder was ist der Gasdruck? Irgendwas mit 550. Ich glaube, die sind 50 cm lang und 550 Druck. Also die 500er wollte ich zuerst nehmen, aber die Jungs meinen, nee, wenn du noch Solarpanels drauf haben willst, nimm lieber die 550er. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das überhaupt zusammendrücken kann. Denn ich habe probiert, die Dämpfer so mal zusammenzudrücken. Nichts. So, deswegen einmal hoch und testen. Okay, zum Schluss schallern die noch richtig drauf, finde ich. Schon mal krass. Okay, drücken von alleine raus. So, wenn ich jetzt noch ein bisschen Solarpanel drauf habe, doch, das wird funktionieren. Na, ich finde, wenn es schon so geil funktioniert hat, dann können wir ein bisschen mehr tun. Und zwar nehmen wir mal das weiße Hubdach, was da drauf ist oder dazwischen ist, einmal ab und machen da oben ein Seil dran, damit wir von innen das einmal runterziehen können. Ich kann ja nicht jedes Mal hochklettern. Aber geil, es funktioniert. Mega. Cool. Na, vielleicht lasse ich es einfach so. Dach im Dach. Zuerst das eine hoch, dann das andere. Hier dazwischen reinklettern, schlafen. Passt doch, oder? Hat man zumindest beim Fahren doppelten Schutz, finde ich. Na, das schöne alte Dach. Oh, guck mal, ich habe das Grau fast vom Dach getroffen. Auch da ist ein bisschen wärmer, der Filz. Einmal angucken, wie wir es damals befestigt haben. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, zuerst muss die Schere ab. Oben und dann unten. Ja, nach hinten kann ich das Ganze rausgeben und dann passt es. Gut, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ich schraube das einfach mal ab. Sowas filme ich dann nicht. Wir sehen uns gleich, wenn es fertig ist. Also ich muss dazu sagen, ohne das Dach der Buchanke nicht das, was es war. Ne? Das hat uns so viel Komfort verschafft durch die Stehhöhe. Das war so richtig gut. Es war auch perfekt, wenn es draußen zu heiß war. Also ich möchte das Dach nicht missen. Ich habe es 2020 eingebaut. Jetzt ist Anfang 26. Und ich baue es jetzt aus. Ne? Also es war wirklich top. Top, top, top. Also ich muss sagen, halt, ich habe ja das Dach damals noch aus Holland geholt. Und also holländische Dächer dürfen ja nicht in Deutschland eigentlich gefahren werden, weil die keine Zertifikate haben wie die SC Blabla und von Raimo die Dächer. Ja klar, man kann damit Kohle machen. Und wenn ihr anschaut, was ein Hubdach kostet von Raimo allein zum Beispiel, ne? Es ist einfach unverschämt. Für ein bisschen GFK. Klar,
Die holen ihren Preis dadurch, dass die das durch den TÜV testen lassen, dass das GFK nicht porös wird, nicht zersplittert, durch Sonne, Hitze, keine Verformung annimmt. Kann ich alles nachvollziehen. Absolut. Aber den Preis finde ich unverschämt. Wenn die einmal für so einen Test, GFK-Test, irgendwie da alle 10 Jahre mal was blechen oder 5 Jahre von mir aus halt, ne? Du kannst es doch nicht auf 3.000, 4.000, 5.000 Dächer auslegen, den Preis, und den aber voll draufhauen, auf jedes Dach. Finde ich einfach unverschämt, die Arbeit. Ich habe das Dach in Holland geholt und ich kann es nur sagen, es war unter 900 Euro neu, inklusive allem. Und den Service des Erklärens und Zeigens und sonst noch was. Also es war wirklich 1A. Ich würde es wieder machen. Kann jetzt jeder sagen, was er will. Ist meine Meinung. Ich will es mir auf jeden Fall wiederholen und genauso weiterfahren halt. Ne? Ohne jegliche Papiere für das Dach. Denn das Dach hat keine Sau interessiert. Echt keine Sau. Und egal, wo ich auf der Welt damit war, hat es einfach perfekt für uns funktioniert. Das war genau das. Ich glaube, das war das Erste, was ich wollte, als ich Buchanka geholt habe. War mir klar, mit der Stehhöhe werden wir nicht klarkommen. Und dann habe ich mir zu der Zeit halt diese Dächer von Reimar angeguckt und so und dachte mir so, unverschämt, 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 wie teuer das ist. Und dann kam noch dazu, klar, können alle dafür nichts, natürlich halt, kam dann Corona und dann musste man auf die Dächer über 12 Monate warten. Ja, da war doch klar, da fahre ich halt nach Holland und kaufe mir eins. Würde ich auch noch eins kaufen halt. Ne? Würde ich mir sogar ein Schlafdach hier draufsetzen aus Holland. Wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr auf das Dach habe, würde ich ein Schlafdach draufsetzen, auch aus Holland. Ob Zertifikat oder nicht. Ich meine, in Holland produzieren pro Tag, ich weiß nicht wie viel, weil in Holland gibt es eine Regel. Ein Camper muss eine Stehhöhe haben. Deswegen sind so viele Fahrzeuge in Holland einfach mit diesem Hubdach ausgerichtet. Und es gibt so viele Firmen, die das machen halt und richtig gut die Arbeit machen, weil das wird kontrolliert bei denen vom TÜV. Ob das wirklich halt gut verbaut ist und ob es eine Stehhöhe hat. Das ist die einzige Voraussetzung in Holland für einen Wohnmobileintrag. So, wir sind zwar nicht in Holland, wir sind in Deutschland, aber das Dach war 1A. Ich werde es ein bisschen vermissen. Das Quietschen beim Aufmachen werde ich ein bisschen vermissen. So, wir haben soweit alles abgeschraubt. Jetzt kann das Dach einmal runter. Goodbye, Dach. Es war schön mit dir. Du hast uns wirklich, wirklich tolle Momente und luftige Nächte verschafft. So. Wieder frische Luft. Ich fühle mich jetzt wie vor 6 Jahren wieder. Wo ich das Loch hier reingesägt habe und stand hier und dachte mir so, oh mein Gott, was habe ich getan? Und jetzt stehe ich wieder hier und habe schon wieder luftige Aussichten. Irgendwie geil. Irgendwie geil. So, aber jetzt wird Zeit, dass wir mal das Dach zuklappen und mal anschauen, ja, wie wir damit klarkommen. Aha, krass, die Schere kriege ich ohne Dach. Na klar, das Gewicht fehlt, ne? Nicht runter. Okay, dann müssen wir zuerst die Schere doch abschrauben, bevor wir das Dach runterklappen. Aber ist okay. Wenn ich richtig gebaut habe, dann müsste das eigentlich fix gehen. Das Blöde ist das Einzige, was ich nicht weiß, ob ich das damals auf Sika gesetzt habe. Aber ich vermute mal schon. Na, werden wir gleich feststellen. Oh ja, hier sehe ich schon Sika-Spuren. Dann bin ich mal gespannt, wie ich das vom Dach nach 6 Jahren abmache hier. Zumindest ob Sika mir die Farbe vom Buchanka mit runterreißt. Das könnte passieren. Okay.
Ah, von hier von der Seite habe ich noch Masika reingemacht, damit da Feuchtigkeit nicht reinfließt. Uiuiui, das war aber schlau. Sieht auch gut aus. Da drunter. Na, guck mal, hier steht sogar Dach Buchanka. Das hat mir damals der Verkäufer drauf geschrieben. Dach Buchanka, Fahrtrichtung. Ja, mega. Ja klar, nach ein paar Jahren sieht man so ein bisschen Roststelle hier. Was heißt Roststelle? Farbe ist ab halt, ne? Hier an der Schere halt, wo es am meisten schleifte. Aber ey, es hat funktioniert, es hat gehalten. Es hat jede Witterung mitgemacht. So, ich muss sagen, ich muss hier die Feder später mal rausnehmen, damit ich das überhaupt zusammenklappen kann. Okay. Ja gut. Seite Nummer 2, ich hoffe, die geht genauso easy ab, aber meistens kenne ich mich. Eine Seite ist super, zweite muss man rumeiern, aber sehen wir gleich. Okay. Krass geil. Ich kann genauso stehen wie vorher hier. Also genauso mich hinstellen, kurz wenigstens zum Umziehen, wenn das Dach mal zu ist. Aber es ist gerader geworden. Das andere Dach war ein bisschen schräg und dadurch hatte ich den Eindruck, dass in der Mitte mehr Platz ist, was aber nicht stimmt, weil das Dach war ja drüber. Aber so sieht es gerade aus, schaut mal. Also, das ist die Fläche. Also hier liegt ja das Holz quasi, also so viel Abstand habe ich ungefähr. Dann kommt ja noch eine Matratze. Dann habe ich, ja, das ist der Platz, der mir übrig bleibt. Wenn dann die Matratze 7 cm noch drauf liegt. Ja, für Wäsche reicht es vollkommen, also Bettwäsche meine ich. Und Kopfkissen. So, jetzt kann ich auch sehen, wo die Dichtung vielleicht. Da ist die Dichtung nicht so gut, da muss ich nacharbeiten später. Aber sonst funktioniert es überall perfekt. Dichtung ist zu. Da die Ecke auch noch mal. Oh. Geilo. Hui. Irgendwie cool. Das Krasse wird, wenn ich das hier noch wegsäge, ne? Das wird ja so ein größerer Raum direkt hier. Ich meine, es ist schon groß halt, wo ich stehe, aber das wird ja noch mal cool. Gefällt mir. Mega. So, jetzt einmal das Dach wieder hochschwingen. Und wir wollten einmal die Holzplatte reinlegen, damit ich schon mal mich auch mal drauflege und teste, wie das ist. Boah. Boah. Okay, von innen aufzumachen ist hart. Das ist schon heiliger. Deswegen muss ich so weit wie möglich vorne stehen. Aus der Mitte heraus. Ein schönes Gefühl, dass es dran ist. Ich freue mich tatsächlich sowas von. Ja, das wird demnächst unsere Fläche sein. Geil. Einfach nur geil. So, die Bodenplatte muss ich ja irgendwie hochheben. Das ist schon nackt erstmal. Ich muss das irgendwie da aufs Dach und dann darüber. Oh. Ich habe keine Ahnung, ich das. So alleine ist es schon echt schwierig. Zu zweit wäre es schon ein bisschen einfacher, das ganze Prozedere.
So, die erste Bodenplatte liegt. Schon mal ganz cool. So, hinten passt die Ecke noch nicht. Das müssen wir gleich noch machen. Aber das bedeutet, ich kann jetzt da drauf das erste Mal Probe liegen. Was heißt, also ist es immer noch, ne, gerade mal 1,25 Meter. Also ist nicht das komplette Dach schon, sondern nur ein kleiner Teil davon. Aber egal, ich kann ja schon mal kurz mich da zusammenkauern und sehen, wie das sich anfühlt, wenn die Füße da so an die Ecken stoßen. Oder wie schaut es da aus mit dem Kopf. Und das Wichtigste ist, ob die Bodenplatte sich durchbiegt, weil ich habe hier wirklich, zeige ich euch mal, ich habe hier ja sehr, sehr wenig Platz und hier biegt sich das Ganze durch. Also ihr seht, wenn ich drauf drücke, ist schon eine Arbeit. Und das ist das meiste Problem, was ich habe halt, ne? Ich will ja nicht auf dem Dach liegen, irgendwann mal dauerhaft. So, wenn ich sitze, ja, biegt sich noch durch, aber ich komme nicht mehr ans Dach. Hier in der Mitte. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal geil. So. Okay, hier kann ich noch nicht mit dem Kopf sitzen. Aber es muss ja eher hier dann sein für mich, mit dem Kopf sitzen. Später. Das probiere ich mal. Weil das Holz wird ja dann bis hier, bis zur Kante gehen irgendwann mal. Also zweite Fläche. Ja, werde ich zwar immer noch nicht ganz sitzen können. Ja, vielleicht muss ich das Dach doch noch ein Stückchen höher machen. Noch ein kleines Stückchen. Ja, ich glaube ja. Das kann noch ein paar Zentimeter hochgehen. Okay, jetzt das mal. Füße. Also die Füße liegen perfekt von der Höhe. Wenn ich ganz durchliege, was man sowieso nicht macht. Also ich kann mich ja hier noch mal umdrehen quasi. Wenn ich hier ein Regal habe, ich überlege, ob ich am Ende der Füße vielleicht eher noch ein Regal einbaue, dann liege ich ja ein bisschen mehr in diese Richtung. Das ist halt die andere Möglichkeit, ne, dass ich dann mehr nach innen liege, vorne noch ein Regal einbauen, dann kommen die Füße nicht dieses Spiel, dass die da komplett, sag ich mal, gefangen sind. So, und jetzt will ich einmal mit dem Kopf hier liegen, testen, wie das ist. Okay, wenn ich mich auf die Seite drehen will, wird es zu eng hier. Aber ich liege mit dem Kopf bis zum Ende. Also im Notfall kann man schon hier schlafen. So.